Broken streets and neon shadows, moped hums and tires hollow, chasing dreams in endless night, gripped tight against the wild flight. Skipping towns like skipping stones, blurry lights in unknown zones. Bags packed, sky turns gray, rolling closer each broken day. Wind in hair, salt in the air, Baltic dreams we ride and we dare. Chains loose but hearts in high gear, see the coast and forget our fear. Nur wenige haben geglaubt, es sei möglich. Noch weniger haben geglaubt, ich ziehe das wirklich durch. Aber wenn ich irgendeinen Scheiß anfange, dann auch richtig. Auf einer China-Rakete, bauähnlich der alten Honda Monkey mit wahnsinnigen 50 Kubikzentimeter und 42 km/h eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Dazu eine Strecke, knapp 800 Kilometer in 4 Tagen. Durch das Bergische Land, das Sauerland, über Ostwestfalen und die Einöde von Niedersachsen und Meckpomm an die Seebrücke des Ostseebads Kühlungsborn. Hier ist mein Zeugnis, wie man sich auch noch auf einer Monkey zum Affen machen kann. Bereits 2021 habe ich eine SkyTeam Monkey mit leichtem Motorschaden erworben. Nach einigen erfolglosen Versuchen, sie wieder zum Leben zu erwecken, wurde im Mai 2024 Nägel mit Köpfen gemacht. Ein brandneuer Motor, natürlich 50 Kubik, gekauft, eingebaut und eingefahren. Dabei kamen weitere Probleme heraus. Die Radlager mussten getauscht werden, eine neue Kette. Der Luftfilter war plötzlich nach einer Probefahrt verschwunden. Und an der hinteren Radnabe hatten sich auch schon 50% der Schrauben verabschiedet. Ja, wir sind also hier bei unserer ersten kleinen Rundfahrt. Offensichtlich ist der Motor angesprungen und wir versuchen jetzt mit geringen Drehzahlen uns mal hier an den Laufbetrieb zu gewöhnen. Auch an Gepäcklösungen gab es so gut wie nichts im Zubehör, bis auf einen kleinen Frontgepäckträger. Also ran an die Werkbank und mit Edelstahl, Hammer und ohne echte Schweißerfahrung einen Gepäckträger zusammengebastelt. Der hat dann auch ganze 50 Kilometer gehalten. Dann musste erstmal ein Profi ran und die Schweißarbeit korrigieren. Nachdem Fahrradtaschen und Werkzeugkoffer dann dran waren, ging es um die Auswahl des Gepäcks. Natürlich habe ich viel zu viel mitgenommen und es waren am Ende knapp 30 Kilo, die zusätzlich zu meinem Fahrergewicht mit auf der Maschine waren. Damit so eine durchgeplante Tour nicht zu langweilig wird, habe ich mir zum Tourstart noch eine Liste an Challenges ausgewählt. Keine offiziellen Campingplätze oder Hotels, keine Restaurants oder Imbissbuden für warme Mahlzeiten, mindestens ein warmes Essen am Tag selbst zubereiten, für jede Panne während der Tour einen Pannenpali trinken und dann ein Zielfoto an der Seebrücke Kühlungsborn mit der Monkey schießen. Wind howling, freedom calling, rubber burning, streets ain't crawling, city lights a distant glow, heart racing, moped flow, light air cool on my face, engine humming, steady pace, dusty roads leading me there, love waiting, can't declare. Oh, I'm riding on my moped across this dusty land. Can't wait to see your smile, babe. Gonna reach out, touch your hand. Tires kicking, dirt and grind, speeding thoughts ain't far behind. Miles to go, but not too far. Love's a beacon like a star. No more lonely nights apart. Holding you close, feel my heart. Every twist and turn we break, every breath for love's sake. Going past the towns we knew, memories old but feelings true. Clock ticks, all the time stands still. So, ich sitze jetzt hier im schönen St. Klaas. Ich habe die ersten 60 Kilometer hinter mir. 60. Es gab eine kleine Popo und Essenspause.
Ja, das ist ungefähr ein Drittel der Strecke, die ich heute schaffen will. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Mit ein paar Verzögerungen am Anfang, gab eine kleine Umleitung, wo keine Ausschilderung in meiner App war. Da bin ich jetzt 2 Stunden unterwegs, also ich denke irgendwie 5,5, vielleicht 6 Stunden wird es schon noch dauern. Also nicht schon insgesamt so, also noch 4 knapp, hoffe ich. Und dann sehen wir mal, wie der erste Tag so ist, wenn es keine Pannen gibt. Bisher bin ich pannenfrei und ich hoffe, das bleibt so. Touch your hand. Oh, I'm riding on my moped across this dusty land. Can't wait to see your smile, babe. Gonna reach out, touch your hand. Gonna reach out, touch your hand. Alles gut. Ja, zweiter Stopp. Wir haben jetzt knapp 90 Kilometer hinter uns und die Kleine ist ein bisschen durstiger als sonst. Deswegen musste ich gerade schon auf dem letzten Anstieg auf Reserve umschalten und ja, jetzt muss ich in Kürze mal eine Tankstelle finden, damit ich nicht gleich an den Notsprit muss. Aber jetzt machen wir noch mal eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Ich glaube, ungefähr Halbzeit haben wir. Wheels turning, asphalt burning, skies wide open, journeys yearning, moped flying, wind cries freedom, dreams of you can't wait to see.
signs, sweat and grit through jagged lines. Heart's been racing, pounding faster. Road to you, my sweet disaster. Ooh, I'm coming, can't deny. Blue horizons meet your eyes. Twist the throttle. Ja, ich bin jetzt in der Nähe von Sundern. Ich brauche dringend die erste Tankstelle. Aber ja, aktuell dauert es noch ein bisschen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ohne Notsprit. Love surprise, we're infinite. Small towns whispers, life in slow-mo. Engine purring, hearts aglow. Outlaw spirit, wild and free. Miles dissolve between you and me. Dusty roads like crying blues. Every note a stitch pull loose. Journey's hard but worth the pain. Love's the light that cuts through rain. Small towns whispers, life in slow-mo. Engine purring, hearts aglow. Outlaw spirit, wild and free. Miles dissolve between you and me. Dusty roads like crying blues. Letzte Popopause vor der Nachtlagersuche. Ich bin hier in Eickhoff. Das ist ungefähr 30 Kilometer vor Paderborn. Ich glaube, ich werde es heute nicht ganz bis Paderborn schaffen. Ich habe im Nachhinein gesehen, dass die Routenplanung mir direkt mal 200 Kilometer für den ersten Tag aufgebrummt hat. Ich denke, ich werde jetzt gleich sogar noch eine halbe Stunde fahren und mich dann auf die Suche nach einem Nachtlager machen. Und ja, dann sind wir halt heute nur 180 gefahren und nicht 200. Aber das sollte kein Problem sein für die nächsten Tage. Einen ersten Verlust gibt es leider auch schon zu beklagen. Das ist aber keine Panne, denn es hat leider nur die Fahne erwischt. Die ist scheinbar irgendwann mal abgebrochen. Vor nicht so langer Zeit habe ich sie noch gesehen, aber jetzt ist sie nicht mehr dabei. Schade. I'm coming, can't deny. Blue horizons meet your eyes. Twist the throttle, push the limit. So, ich habe jetzt hoffentlich ein schönes Plätzchen gefunden. Scheint sehr ruhig zu sein hier. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es in der Nähe von Paderborn nicht mehr so einen ordentlichen Ort gibt. Aber ich habe jetzt doch mal was gefunden und ich hoffe, hier stört mich keiner und ich störe keinen. Mal sehen. Whispers, life in slow-mo. Engine purring, hearts aglow. Outlaw spirit, wants aglow. Outlaw spirit, wild and free. Love's the prize and we're infinite. Long coming, can't So, wir haben jetzt mittlerweile 7:30. Das Lager ist soweit errichtet. Ja, gegessen habe ich noch nichts. Hat leider doch noch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann eine geeignete Stelle gefunden habe. Hoffentlich geeignet. Ich wollte ja eigentlich schon um 18 Uhr aufhören mit Fahren. Dann war es doch 6:30 und jetzt ist 7:30 Stunde, bis mal alles hier steht. Und jetzt mache ich mir noch ein bisschen was zu essen. Ich denke mal, wenn es dunkel wird, ist hier nicht mehr viel. Dachte ich eben, tja, voll chillig hier, total ruhig. Hier kommt keine Sau vorbei. Jetzt rasen hier schon von da oben 2 Fahrradfahrer runter. Ich weiß nicht, ob die was gesehen haben, aber die waren auch sehr schnell. Blue horizons meet your eyes. Twist the throttle, push the limit. Love's a prize and we're infinite. Tag 1, wir arbeiten noch
uns an der Challenge die warme Mahlzeit ab. Wir sehen jetzt, es gibt schon ein kleines Feuerchen und demnächst wird hier auch Wasser kochen. Hier sehen wir mediterranen Couscous. Wie es sich für eine echte Whiskey River Tour gehört, gibt es jetzt zur Feier des Tages keine Panne, keinen Pannenpali, sondern natürlich ein Whisky. Also mit diesen letzten Worten, bis morgen. Moin. Die erste Nacht ist überstanden. Wir haben jetzt kurz vor 7. Ich war gegen 10, glaube ich, im Zelt. Die ersten 3 Stunden gingen auch ganz gut. Und dann fing es irgendwann in der Nacht an, richtig zu regnen und zu stürmen. Ich glaube um 12:30 habe ich versucht, noch ein paar Sachen mit unter die Plane zu ziehen. Aber nachher hat es so gestürmt. Ich glaube, da hat sie ins Zelt reingeregnet, da muss ich die Klappe zumachen. Ich werde jetzt gleich mal aufstehen und draußen gucken, ob irgendwas beschädigt wurde. Tja, und dann irgendwann langsam mal sehen, ob ich das hier wieder eingepackt kriege. So richtig erholsam war das auch nicht. Aber wir haben es überlebt. Ja, ist natürlich auch wieder typisch, ne? Da hinten sieht man jetzt einen Sonnenaufgang. Es ist aber immer noch sehr windig und auch nicht so besonders warm. Mal sehen, was das Wasser überall angerichtet hat, aber es sieht noch nicht so zu schlimm aus. Jetzt scheint die Sonne, aber so gegen 8:30 Uhr soll auch wieder ein Niederschlag hier durchziehen. Deswegen werde ich versuchen, so schnell wie möglich jetzt alles abzubauen und dem Ganzen ein bisschen wegzufahren. Es ist jetzt 8:30 Uhr, also ein bisschen länger als ich gehofft habe, aber jetzt ist wieder alles verstaut und jetzt muss ich mir mal eine Tankstelle suchen und dann schauen wir mal, wie die Tour heute weiterläuft und ob ich nass werde oder nicht. Safe back home. Nachdem wir jetzt getankt haben und die ersten 5-6 Kilometer gemacht haben, gibt es jetzt den zweiten Tourabschnitt. Wir haben jetzt noch 188 Kilometer heute vor uns, laut Navi. Mal sehen, ob wir das komplett schaffen bis Hannover oder ob wir vorher abbrechen. Das Wetter hat sich jetzt wieder stabilisiert, der Regen hat aufgehört. Es ist auch nicht mehr ganz so windig wie heute Nacht. Die Straßen sind trocken. Hoffen wir, dass nichts auseinanderfällt und dass es weitergeht. Longer and lonely in the dark. Shadows dance, no place to mark. Childhood dreams left to rust. Innocence buried in the dust.
infinite cry. Guitars wail, reaching for the sky. Memories haunt whispers cold to the lost stories once told. Look within, find that spark. Ich dachte, ich hätte die Berge hinter mir gelassen. Shackles break the chain. Life's been a hard and winding road. Blues roll of fate took its toll. And a child screams to be free, yearning for the world to see. Bombastic waves crash the shore. Heartbeats race louder than before. Guitars sing, bring back the light. Lost and found, reclaim the night. With every string, with every chord, childhood echoes once ignored. Unfold the wings, let the soul soar. Find the joy and lose the war. Find that spark hidden deep, buried in the art. Rediscover, smile again. Release the shackles, break the chain. Look within, find that spark hidden deep, buried in the art. Rediscover, smile again. Release the shackles, break the chain. Lost in a hard and winding road, blues raw fate took its toll. So, ich bin jetzt, keine Ahnung, 30 Kilometer oder 40 Kilometer vor Hannover. Mein einer Kontakt, den ich rausgesucht hatte, wo ich bei One Night Tent übernachten wollte, der hat sich leider zurückgemeldet mit einer Absage, dass er heute nicht da ist. Jetzt habe ich mir was Alternatives rausgesucht, das ist ein bisschen früher. Muss nicht ganz so weit fahren, aber so 28 Kilometer sind es noch. Aber wir haben jetzt auch erst 16 Uhr, also ich hoffe, wenn es da eine Rückmeldung gibt, dass die besser ist. Und das sollte aber entspannt in einer Stunde spätestens passiert sein, dass ich da bin. Ja, ansonsten, es gab heute sogar zwei oder drei Mini-Pannen. Werde ich jetzt nicht weiter ausführen, aber da gibt es natürlich heute Abend dann einen Pannenpali für. Heute Abend ein bisschen anders gelaufen als ursprünglich gedacht. Ich bin also nicht in Peine, weil dort der One-Night-Tent-Spot, den ich mir ausgesucht hatte, nicht mehr verfügbar war, beziehungsweise der Kollege nicht zu Hause war. So, jetzt kann ich da nicht hin und dann habe ich mir was Schnelles, Neues gesucht. Bin nicht ganz so weit gekommen, wie ich ursprünglich gedacht habe. Die Route hat sich auch etwas geändert, damit ich morgen nicht so viele Kilometer machen muss und ich dann so ein bisschen gleichmäßig aufgeteilt habe für die letzten beiden Tage. Ich bin ja jetzt bei Christine und Jörg und das ist ein echt nicer Spot. Also ich habe hier das Camp schon mal aufgebaut. Und dann gibt es hier etwas weiter vor dem Haus, zwischen dem Haus, wie auch immer. Ein nettes Plätzchen mit einem Grill, wo ich meinen Grill aufgebaut habe. Und entsprechend mache ich da gerade mein Essen. So, dann habe ich nicht nur eine Toilette hier, sondern auch eine Dusche. Und ein Nacht-WC in der Garage. Und in der Garage, was gibt es da noch? Getränke. Zum Selbstkostenpreis mehr oder weniger. Ja, also echt nicer Service. Und ich denke, Christine und Jörg haben sich da einen Platz im Whisky River Tourbuch verdient. So, die warme Mahlzeit für heute
aus einem Rösti mache, Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Salami. Ja, und ich habe es euch ja unterwegs schon versprochen, dass es heute Abend mehr Details gibt. Ich hatte heute tatsächlich zwei, sehr kleine Pannen. Beides Mal musste ich kurz anhalten, danach ging es weiter, aber aus diesem Grund habe ich mir schon mal hier den guten Pannenpali bereitgestellt. Also ich habe den Pannenpali bereitgestellt, weil, was gab es heute? Es gab einmal einen abgeflogenen Verkleidungsdeckel, der ist nur aufgesteckt. Der ging auf einmal flöten, haben wir zum Glück 2 Passanten direkt mitgebracht, damit ich die 20 Meter nicht ganz zurückrollen musste. Und dann habe ich den wieder angesteckt und fertig. Die zweite Panne war, dass ich scheinbar irgendwo mit dem Kabel von dem Zündkerzenstecker an den Krümmer gekommen bin. Da gab es eine kleine Kernschmelze der Abdichtung bzw. Ummantelung. So, dann ging auf einmal das Moped aus. Na ja, gut, das ist halt natürlich dann auf Masse vom Rahmen und dann gab es einen kleinen Kurzschluss. Da habe ich das Kabel weggeschoben, habe mit dem Finger die weiche Ummantelungsmasse wieder ein bisschen drüber gedrückt und dann ging es auch sofort wieder weiter. Also diese 2 Mini-Pannen, die ein bisschen, selbst in den Fuß geschossen sind, waren das für heute und deswegen gibt es jetzt einen nicht so leckeren Pannenpali. Ich habe drauf geschrieben 97%. Na, ich glaube, so viel sind es nicht, aber schlimm genug. In the night, with every string, with every chord, sound that echoes once ignored. Unfold the wings, let the soul soar. Find the joy, lose the war to sing. Ja, moin. Tag 3. Nach der zweiten Nacht. Das ist auf jeden Fall deutlich angenehmer heute. Kein Sturm, kein Regen. Wir haben jetzt gerade erst kurz nach 6. Aber dadurch, dass ich nicht ständig auf war, kommt man sich gar nicht so unausgeschlafen vor wie gestern. Kann also nur besser werden. So, jetzt haben wir gleich 7:30. Das heißt, ich habe schon bis auf die Plane, die muss man ein bisschen trocknen, habe ich schon wieder fast alles gepackt. Ja, jetzt werde ich mich hier noch ein bisschen mit dem Einpacken beschäftigen und dann gucken, welche Route ich genau heute fahre. Und dann geht es nachher auch schon weiter. Tja, ich hoffe, dass ich in einer Stunde oder so spätestens weg bin. Also idealerweise vor 9. Dann habe ich einen langen Tag Zeit und kann auch die Pausen besser planen. Brauche ich mich nicht nachher so hetzen gegen Abend. Und dann gucken wir mal, wo wir die nächste Nacht verbringen. Also diese Nacht war auf jeden Fall deutlich entspannter als die erste. Es lag natürlich auch daran, dass es nicht geregnet hat. Aber auch, dass ich hier mich nicht im Wald verstecken musste, sondern einfach ganz normal im Garten gezeltet habe und hier auch ein paar Tische und Stühle standen und man nicht immer alles am Boden machen muss. Ne? Man ist ja schon alt. So, jetzt ist der Tankvorgang abgeschlossen für heute Morgen. Wir haben jetzt, ich glaube, knapp 8:30. Auf jeden Fall geht es jetzt mit frischem Tank los Richtung Ostsee. Weiter geht's. The trees no rest, nature's songs only to our chest. No roof, no walls, just the sky. Feel alive, can't explain why. Wind howls through the trees no rest, nature's arms only to her chest. Bones ache but soul feels free, out here where I'm meant to be. Sleeping in the wild again tonight, under the moon's pale guiding light. Race the pain, the freedom found, head to sky, feet on the raw ground. Clouds gather, black shadow, rain pummels but on a bow. Hidden strength rises high, in the wild I never die. Bagpipes will muffle cry.
Ja, ich war jetzt eigentlich gerade einkaufen fürs Frühstück. Hab vergessen, gemütlich ein bisschen aufs Rad raus. Straße gesperrt. So, jetzt habe ich mir mal hier ein schönes Plätzchen gesucht. Bisschen abseits von der Straße, aber nicht so weit weg. Ich komme heute wirklich gut durch. Also wenn man das mal hier sehen kann. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Vielleicht, ne? Also ich habe jetzt in ein bisschen über 2 Stunden 90 Kilometer abgerockt. Das heißt, ich bin bei über 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, man sieht, hier ist nicht so viel los auf den Straßen. Und die Straßen gehen auch sehr viel geradeaus. Und ja, da ist jetzt auch nicht besonders spannend zu fahren. Aber man kommt auf jeden Fall gut voran, auch auf den Landstraßen, auch ohne Autobahn. Und da kann ich ein bisschen die Kilometer von gestern wettmachen, weil ich habe heute eine Tour von doch knapp über 200 Kilometer. Also es sind jetzt noch irgendwie, Moment, sagt er, es sind noch 119 Kilometer. Aber ja, das sollte ja, wenn ich jetzt nicht irgendwie noch sehr stark Verzögerung erleide, sollte das ja durchaus zu schaffen sein bis an frühen Nachmittag. Ich weiß noch gar nicht, ob ich eine Antwort gekriegt habe von dem Anbieter, wo ich heute Nacht eigentlich gerne übernachten würde. Muss ich gleich mal checken und dann schauen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen was frühstücken. Ich habe mir eben unterwegs ein paar Brötchen mitgebracht und was zum Beschmieren. Und ja, deswegen gibt es jetzt gleich erstmal Frühstück. Ja, Frühstück ist erledigt, aber leider habe ich jetzt inzwischen eine Absage von dem heutigen Host bekommen, den ich eigentlich als Tagesziel angepeilt hatte. Das heißt, ich muss mir jetzt noch irgendwas Neues suchen, was ich in der Gegend anpeile. Sonst nochmal Wildcampen, weiß ich nicht, vielleicht. Aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich wieder in irgendeinem Garten übernachten kann. Clouds gather, black shadow. Rain pummels, but on a bow. Hidden strength rises high. In the wild I never die. Bagpipes will muffle cry. Ich habe ja immer gesagt, man kann unterwegs mit einer 50er Blümchen pflücken. Also Blümchen sind das jetzt nicht hier gerade, aber hier sind überall richtig krasse Obstbäume. Und die hängen gerade voll mit Äpfeln. Und ja, jetzt habe ich hier mal kurz angehalten und mir einen kleinen Nachmittagssnack gegönnt. Hidden strength rises high. In the wild I never die. Bagpipes will muffle cry. Echoes through the darkened sky. Notes of freedom clash and collide. Here in the wild, no place to hide. Sleeping in the wild again tonight. Under the moon still carry light. Embrace the pain, the freedom found. Head to sky, feet on the raw ground. So, dringend benötigte Popopause nochmal hier im Naturpark Elbhöhen-Wendland. Ist ganz nett hier, die Straße wenig befahren. Da hinten kommt der Ort Preuze, sieht auch nicht sehr belebt aus. Ja, ich glaube 160 Kilometer habe ich jetzt schon runter. Ich bin, glaube ich, 50 Kilometer vor meiner zweiten Zieloption. Aber da habe ich noch keine Rückmeldung. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da übernachten kann oder ob ich mir noch was anderes suchen muss. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt noch nicht so spät. Sagt die Uhr 20 vor 2. Das heißt, ich kann das hoffentlich noch ganz entspannt regeln. Ja, 50 Kilometer ist ein bisschen über eine Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt weiterfahren würde, wäre ich um 3 da. Das sogar noch früher als gestern, aber es wäre gut, wenn man weiß, wo man ein Ziel ansteuern kann und dann nicht noch irgendwie überlegen muss, ob das Ganze woanders hingehen muss. Okay, ich mache jetzt mal hier eine kurze Pause und dann geht's demnächst weiter.
So, ich bin jetzt hier an meinem theoretischen Tagesziel, Groß-Gußborn, angekommen. Allerdings habe ich noch immer keine Rückmeldung von meiner Option B für heute. Deswegen weiß ich noch nicht, wo ich heute Nacht das Zelt aufschlagen werde. Ja, da hilft es noch ein bisschen warten. Zwei andere Optionen habe ich auch noch irgendwo, muss ich was gucken. Aber bis dahin werde ich erstmal hier die Zeit ein bisschen vertrödeln. Ich weiß nicht, hier soll ziemlich viel leben, aber das hier sieht irgendwie nicht mehr so belebt aus. Wer kann mir hier mehr dazu sagen? Ist das noch ein lebendes Gewässer? Moped takes us far away while night on the rise. Grilling in the open sky, stars burn through the fries. Charcoal flames and dancing heat fills up the air. With every bite we take, feel the world disappear. Happiness right here in every sizzle and spark. Chilling on the grass, jokes until the night is dark. Burgers on the grill, dreams stacking up high. Underneath the moon, we'll never say goodbye. Grilling and rolling, life's a sweet surprise. Meat on the fire and hope in our eyes. Together we ride, spirits lifted high. Moped and barbecue, kissing the sky. When Carrie's laughter joy paints the night. Static from the radio, tunes just feel right. Onion sizzle, crisp sound of freedom near. So, jetzt läuft auch wieder die Warmes Essen Challenge für Tag 3. Wir haben Tortelloni mit Tomatensauce. High, grilling and rolling, life's a sweet surprise. Meat on the fire and hope in our eyes. Footsteps echo, dust flies up. Walked a mile, road so tough. Sunset dips, horizon burns. Far away, my heart yearns. Left my home, black sky above. Found solace, fear, and a glove. Strangers' faces mounted high. Whispered truths and silent cries. Oh, babe, I'm weary, spent. Worn out road, ain't no lament. Journey far just to see you and I sets me free. Oh, babe. Camp set slowly start. So, das haben wir jetzt 8:30 fast. Ich bin soweit durch mit Kochen, wieder abbauen, aufräumen. Mein Zelt ist bereit. Wird jetzt ja auch bald dunkel und dann werde ich mich auch relativ bald in die Koje schmeißen. Ich bin heute schon kurz nach 6 aufgestanden. Ja, das war heute eine sehr erfolgreiche Tour. Ich bin 220 Kilometer, glaube ich, gefahren. Ist natürlich relativ einfach im Norden, wenn hier alles flach und gerade ist. Da kann man fast immer Höchstgeschwindigkeit fahren und muss sich nicht wie in den ersten Tagen immer die Berge raufquälen. Ja, was steht jetzt für morgen nochmal an? Tatsächlich nochmal eine ähnliche Entfernung, weil ich nicht den direkten Weg nehmen will, sondern ein paar außenliegende Straßen wie bisher, damit ich nicht so im LKW-Verkehr und sonst was unterkomme. Ich hoffe, es wird eine ruhige Nacht. Ich bin jetzt hier ja, auf so einem Resthof, nennt sich das, und habe da hinten im Garten ein Fleckchen für mich und denke,
das wird eine ruhige Nacht, wenn es nicht wieder anfängt zu regnen. Das Moped konnte ich ins Trockene stellen, also da hoffe ich, dass da nichts dann an der Ausrüstung nass wird. Im Zweifelsfall ich. Aber morgen ist ja dann auch schon der letzte Tag der Tour und in Kühlungsborn hoffentlich dann das Ende der Tour erfolgreich. Und nicht, dass jetzt am letzten Tag noch was passiert. Apropos passieren, da auch der heutige Tag wieder so gut gelaufen ist, dass ich keinen Pannenschnaps trinken muss. Keine Panne, keinen Pannenpali. Dafür stilecht den Whiskey River Whisky. Der ist deutlich besser. Ja, moin. Tag 4. Dritte Nacht überstanden. Es hat doch nicht wie angekündigt noch geregnet. Haben wir jetzt 20 nach 6. Das heißt, ich schmeiße jetzt meinen Krempel wieder rein. Und dann gucken wir, dass wir nicht so lange hier bleiben und dann wieder auf den Bock kommen. Jetzt 7:45, glaube ich, knapp. Und ich habe alles gepackt, bin abfahrbereit und starte jetzt in die letzte Etappe Richtung Kühlungsborn. Rolling down the highway, wild steel goes fast. Dust of freedom tear, it's dying to pass. Gasoline, heartbeat, thunder all the way. Leave the city in smoke, ain't our own day. No leash, no trains, no time to damn care. When rebels through hell we dare. Right the horizon line shown by us. Iron horses screaming no trust. Riding to the sea, we scream loud, we free. Engines roar, hearts pumping wild spree. Ocean calls our names, waves crash the shore. Endless ride, open road gives us more. Chrome reflections on broken dreams trail. Miles eaten alive, chasing tails. Neon faces burn with rebel pride. Wir waren ja gestern schon kurz davor und jetzt ist es endlich soweit. Wir überqueren die Elbe. Let the demons ride. Dust clouds follow stars, burning straight ahead. Leave behind the stars, blood black red. Set fire night, blazing night away. No turning back, no lost path to play. Riding to the sea, we scream loud, we're free. Engines roar, hearts pumping wild spree. Ocean calls our names, waves crash the shore. Endless Jetzt schon mal Frieden bei den Assis. Ach, er hat's geschafft. riding to the sea, we scream loud, we're free. Engines roar, hearts pumping wild spree. Ocean calls. Erster Tankstopp für heute. Ich habe noch 187 Kilometer zu fahren und denke, einmal muss ich dann noch zwischentanken, aber jetzt habe ich zumindest schon mal den Großteil der Strecke damit abgedeckt. Waves crash the shore. Endless ride, open road gives us more. Gives us more. Gives us more. Gives us more. So, wir haben jetzt 9:30. Die ersten 61 Kilometer sind schon absolviert. Jetzt zeige ich euch mal einen Blick im Nix, im ostdeutschen Nix. Ich habe jetzt noch knapp 150 Kilometer vor mir, aber es ist ja auch noch früh am Tag und ich denke, es ist eine kleine Frühstückspause und dann geht es gleich weiter und dann schauen wir mal, wie schnell wir durchkommen.
sun can't break the haze. Throttle up, we blaze the day. Two wheels on the asphalt scream. Heading north, we're chasing dreams. Leather jackets run through hair. Endless highway, we don't care. Gravel roads and signs pass by. Freedom in the Baltic sky. Oh Mann ey, ich bin gerade 10 Kilometer über eine Buckelpiste geeiert. Das war nicht mehr schön, das war wie in Rumänien. Also das ist eigentlich kein deutscher Fahrrad. Und die sah recht neu aus. Also der Teer. Ich weiß nicht, wie man das so buckelig hinkriegt. Jetzt bin ich zum Glück wieder auf einer etwas größeren Straße, die ja, nicht ganz so rummelig ist. Nächster kleiner Zwischenhalt. 111 Kilometer habe ich jetzt geschafft heute. Sind jetzt noch ziemlich genau 100. Allerdings von diesen letzten knapp 50 Kilometern, das waren 95% ostdeutsche Buckelpiste. Ich weiß nicht, wie lange das die Stoßdämpfer und mein Gepäck mitmachen. Vielleicht muss ich nämlich mein Navi dann mal auf die nächstgrößere Straßenvariante umstellen. Und das heißt, es könnte sogar noch schneller gehen als gedacht. Aber mal sehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber es sind noch 45 Kilometer. 45 Kilometer, das heißt, das ist die Geschwindigkeit, die offiziell die Monkey fahren darf. Das bedeutet, in einer Stunde werde ich hoffentlich am Ziel ankommen. Es wird windiger, manchmal Seitenwind. Die Straße ist teilweise besser geworden, aber manchmal habe ich immer noch diese schönen Buckelpisten, wo ich immer Angst habe, dass mir irgendwann mein Gepäck flöten geht. Kurz vorm Ziel. Ich hoffe, bald können wir das Zielfoto schießen. Just pure delight. Ride through the Baltic, breaking free. Feel the air, salty breeze. Holiday, winding road we see. Move the journey wild and free. Da ist es, das erste Mal, der Abzweig nach Kühlungsborn. Es ist nicht mehr weit. And hearts of flame, island views will stake our claim. Sunset paints the water gold, stories of the road unfold. Camping under stars at night, no more fear, just pure delight. Ride to the Baltic, breaking free. Feel the air, salty breeze. Holiday, winding road we see. Move the journey wild and free. Da seht ihr es auch. Das Meer. Das Meer. Wir haben jetzt noch 5 Kilometer bis zum Ziel. Aber man kann schon das Meer sehen. I was lost in the shadows, drowning in the night, chasing all my demons, too tired to fight. The fire inside me burned low and dim. I couldn't hear the voice that used to scream within. But in the darkest hour, when I hit the ground, I felt the spark ignite, heard the lost sound. I stood up from the ashes, heart pounding in my chest. The man I was before, rising from the rest.
Seht ihr, es ist das Meer, es ist erreicht, es ist geschafft. Nach mehr als 3 Tagen haben wir jetzt um 14 Uhr das Ziel hier erreicht. Und ja, jetzt startet der Urlaub. Forced in the struggle, I live for today. No longer a shadow, no longer afraid. The man I used to be has come back unscathed. I found myself again in the flames of the storm. A warrior reborn. My soul has been transformed. No chains can hold me. No fear can bring me down. In the rise of the fallen, I reclaim my crown. Now I walk the path with strength in my stride. No longer hide from the war inside. Winds may howl, the promise may fall. I found my truth, I'll conquer it all. I was lost in the shadows, drowning in the night, chasing all my demons, too tired to fight. The fire inside me burned low and dim. I couldn't hear the voice that used to scream within. But in the darkest hour, when I hit the ground, I felt the spark ignite, heard the lost sound. I stood up from the ashes, heart pounding in my chest. The man I was before, rising from the rest. In the fire and fury, I found my way. Forged in the struggle, I live for today. No longer a shadow.